Hallo, willkommen zurück. Wir fahren gerade zum Herrenhaus, zum Verlassenen, um dort mit dieser Bande Diebe und Terroristen, Attentäter, Mörder und Akrobaten. Ja, einen Einbruch? So, ich weiß es nicht, was Holmes genau vorhat. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Aber wir haben sie doch, dachte ich. Oder waren This das? lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Das sieht momentan wirklich recht einfach aus. Das ist jetzt total Quatsch, was ich da gemacht habe. So und so, genau. Und das ist noch totaler Quatsch. Genau. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Ach so, er macht es vor der Nacht. Ah, ich verstehe. Er macht das alles bevor wir da, bevor es geplant war einzubrechen. Several books have fallen from the shelves. This cupboard is an absolute mess. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Gefunden? So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Ach du Scheiße. Gut, also die kann ich schon mal nicht. Das ist Quatsch. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sogar fertig aus. What a surprise! Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Müssen wir dafür nicht? Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Was muss ich da noch untersuchen? Ach so. Das sollen wir ja noch nicht. Fluchtwege. This door is a perfect means of escape in an emergency. Aha. A solid rope. Aha. This should be useful. This door is a perfect means of escape in an emergency.
Ah, vielleicht können wir die Küchentür mit dem Stuhl blockieren. The door is now blocked. Sehr gut. The door is... Jetzt kriegen wir die Tür nicht auf. Aber wir versperren praktisch die Fluchtwege. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Den Schrank davor schieben? That is quite a heavy cupboard. This works very well. No one will escape through this window now. Jedenfalls nicht allzu schnell. Ach so. Kann ich nicht das Seil einfach mitnehmen? Ich weiß doch, dass ich es nachher brauche. This should be useful. Ach, jetzt. Ach, jetzt. Ach, natürlich jetzt. Was ist denn das für eine Bodenluke? This hatch leads to a cellar. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Ist das jetzt, Können wir das nicht mit dem Seil? This hatch leads to... Nee. Da müssen wir bestimmt irgendwas drüber legen. Wir sind auf der falschen Seite. Hüpft darüber. Oh, das fängt gerade draußen an zu regnen, wie blöd. Meine Güte. Halt. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Seil? I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Und nu? Die Kronleuchter aufhängen. Ah, Now, natürlich. if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Perfide Pläne, die wir hier plotten, wenn man so Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Sind die doof? Das ist ziemlich hoch. Schon wieder ein Seil, wa? Ja, eine This should be Perlenhalskette. useful. Ich ahne Übles. Oh, wie fies. Holmes, du bist so gemein. Upsi. Treppe untersuchen? One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. So, und jetzt fehlt uns nur noch etwas für hier. Vielleicht liegt ja was. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Können wir nicht irgendwie eine Decke oder sowas? Ein Teppich. Ah, da. Nimm hin. This should be useful. Eine Todesfalle. Dieses Haus ist eine Todesfalle.
Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Häusliche Unfälle, sagt er. Der Erfolg, den wir erhalten haben. Oh je, so viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Dachte, den Fall schaffen wir heute noch. Oder hoffte ich. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Well, you sounded just like a real bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Wer ist das denn? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Na, so gesehen bin ich ziemlich viel besser. Und nu? Haben wir Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. What a beautiful collection. Don't move, you flimflammer. Flimflimmer. The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. Er könnte ein Lied davon singen, wenn er bei Sinnen wäre. One of Foley's companions. He is unconscious. Schön, dass alle Fallen geklappt haben. One of Foley's companions. He is unconscious. Na dann, Schatz im Safe, lange verschwundene Kunstwerke. Versteckte Kunst. Die antiken Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses in Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenistischen Schätze dar, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Der Mann im Jackett nicht? Foleys Rache. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu dem tödlichen Schusswechsel in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Jetzt haben wir natürlich wieder unsere beiden Möglichkeiten. Gnade oder halt nicht. Ich lese beide mal vor, weil man das halt so macht. Charles Foley wird wegen schweren Diebstahls hinter Gittern wandern. Da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit einer milden Strafe rechnen. Keine Gnade für Foley. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Racheplan und setzte diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken. Der Strick ist noch zu gut für diesen Mann.
Ich bin eigentlich für keine Gnade für Forley. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben könnten. Irgendwas, was uns vielleicht später noch auf die Füße fällt. Ich glaube aber nicht, dass da noch irgendwas überbleibt, oder? Wir haben eigentlich alles herausgefunden, was man so herausfinden kann. Also ich bin ja, wie gesagt, für keine Gnade. Aber ich glaube nicht... Was sollen wir denn... Was... Wir können nichts vergessen haben. Wir können nichts vergessen haben. Wir haben alles. Der Junge ist unschuldig. Der hat es praktisch... ich habe nur überlegt wegen dem Attentat, wegen terroristischen, ob wir da noch irgendwie was machen müssen. Aber dadurch, dass der gefangen ist und die anderen Leute von ihm, können wir mit keine Gnade für Forley einfach weitermachen und unsere moralische Entscheidung bestätigen. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Unfinished Business? Na, da bin ich ja gespannt. Was er nun schon wieder vorhat. Vielleicht ein Dinner? Womöglich? Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the Ach barrels. so. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs, honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street, and all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take.
What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Was? Ah, jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich... Oh. Ja, natürlich. Die geknechteten Massen, die aufbegehren, vollkommen verständlich. Aber ein Unrecht macht kein anderes Unrecht gut. Man kann nicht sagen, da wird niemand bei sterben, bei einem Sprengstoffanschlag. Und in dem Chaos, das danach folgt, das ist absolut lächerlich und naiv, das anzunehmen, was dabei passiert. Natürlich ist es nicht in Ordnung, vor allem damals, Arbeiterklasse, bla, wie die ausgebeutet wurden, wo noch keine großen Gewerkschaften und Arbeiterrechte vorhanden waren. Aber das muss doch vernünftig reformiert, nicht revolutioniert werden. Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Das wird so nichts. Wir müssen das Schwarzpulver vernichten. Sie dürfen dieses Chaos, diese Vernichtung nicht anrichten, weil es nur noch mehr Probleme schafft. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Ja. Das war eindeutig die richtige Entscheidung, muss ich sagen. Natürlich! Auf gewisser Weise haben sie recht. Aber auf diese Art und Weise zu reagieren, und wie er ja gesagt hat, man wird blind für die Folgen. So, you're interested in Russian literature now? Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of, pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men.
And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Wait, what? Schüsse bei Mondlicht. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Plan, um seinen älteren Bruder zu rächen und setzte diesen auch um. Er beinhaltete den Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken, die rechtmäßig dem britischen Museum gehören. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben und ein junger Mann wäre um ein Haar lebenslänglich ins Gefängnis gewandert. Darüber hinaus wurden Foley und seine Bande von den Merry Men angehört, die einen Aufstand in London planten. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Wir 18, Foleys Wache, haben wieder alles richtig gemacht. Ach, wir sind so gut. Wir sind so gut. Sind wir gut? Ja, wir sind gut. Die Entscheidung bestätigen wir. Nein, wir haben kein Internet. Oh, heutige Entscheidung neutral. Oder die insgesamte Persönlichkeitseinstufung ist neutral. Drücken wir auf Fortfahren. Ich rate nie. Oh, wir haben das Spiel durch. Schön. Ja, Schuld und Sühne. Sie alle müssen mit dem leben, was sie getan haben. Manche nicht, weil sie zum Tode verurteilt wurden, aber... Ich muss sagen, das Spiel war sehr gut. Hat mir wirklich gefallen. Ein Adventure, welches einen richtig das Gefühl gegeben hat, Detektiv zu sein. Die Sachen selbst herauszufinden und mit den Gedanken zu spielen. Wer ist es gewesen? Wer könnte es sein? Und man war sich teilweise nicht sicher. Ob man denn richtig lag. Auch fand ich sehr schön die moralischen Entscheidungen, die man treffen durfte. Ob man in Gnade walten lässt oder nicht. Würde sogar ein wenig den Wiederspielwert erhöhen. Man könnte darüber nachdenken, dass ich das vielleicht im Privaten nochmal spiele, auf eine etwas andere Art und Weise, mit anderen Lösungen oder jemand dabei zusehe, wie er seine Entscheidungen fällt. Mir hat es zumindest sehr gefallen und ich hoffe, dass auf diese Art und Weise
noch weitere Sherlock Holmes Titel kommen. Weil so wie das jetzt war, kann ich mir vorstellen, dass auch als Episodentitel das sehr gut funktionieren würde. So wie die ganzen Telltale Games Sachen. Apropos Telltale Games. Da gibt es so 2, 3 Projekte, die ich demnächst auch in Angriff nehmen werde. Das sind zum einen die Walking Dead Sachen. Staffel Season 1 und Season 2. Die beiden Staffeln. Die gab es jetzt im Summer Sale, habe ich mir geholt, als Let's Play. Darauf könnt ihr euch freuen. Dann gab es Law and Order. Legacies. Habe ich nur gute Kritik gehört. Überraschenderweise. Und ich muss mal gucken, womit ich anfange. Ja, was lädt er jetzt? Wieder ins Menü. Zudem gab es ja auch noch Waffenmets Fluch, was ich weitermachen wollte in der Adventure-Reihe, jetzt als Point-and-Click-Adventure, so nach alter Art. Es sind ein paar Projekte, die ich jetzt in Angriff nehmen möchte. Und mal sehen. Ich werde mal jetzt, da könnt ihr mal zurückgucken, weil ich werde jetzt zuerst das Testament des Sherlock Holmes hochladen, damit ihr das sehen könnt. Und dann Crimes and Punishments. Und werde dann heute, morgen irgendwie so die Tage mal eine Umfrage machen, was ich als nächstes aufnehmen soll. Da werdet ihr mal sehen, was dann kommt. Und wie weit so das auseinander liegt, wie weit ich im Voraus aufgenommen habe, im Vergleich zu dem, wann ich die Fragen stelle, dann wisst ihr ja, wann ich das heute gemacht habe. Welcher Tag heute ist. Na gut. Wir drücken mal auf Fortfahren, gucken, ob da noch was passiert. Ein lustiger Postabspann Cutscene oder sowas. Ansonsten haben wir das Spiel ja durch. Sitzt er vorm Kamin und denkt über die letzten Fälle nach. Wir können das Notizbuch öffnen. Aufgaben, keine. Crimes and Punishments. Schuld und Sühne. Wir haben einen weiteren Chronikeintrag, der klar ist, unser letzter Fall. Unser erster Fall ist ja auch noch da. Wir können für allen überprüfen, ob wir recht hatten. Hier könnten wir theoretisch gucken, hätte ich jetzt Internet. Hätte ich jetzt Internet. Das ist aber erst in 1,5 Stunden knapp wieder da. Sonst hätte ich euch das ja mal gezeigt, wie es bei uns aussieht. Das Merry Man Plakat. Die Echos. Die ganzen Charaktere, die wir kennengelernt haben. Ach ja, es war schon ein schönes Spiel mit besonders tollen Funktionen. Also dieses, die Charaktere anschauen und dann diese einzelnen Punkte finden, die uns etwas sagen, die Deduktion des Holmes nachempfinden, auf diese Art und Weise dann sein besonderes Talent, Sachen zu sehen, die andere nicht sehen, und wenn dann so auftauchte, flop, 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 was er sich dabei so dachte, das war schon toll gemacht. Also in dem Sinne hat das Spiel alles richtig gemacht. Tolle Entscheidungen, tolle Fälle. Ein paar von den Fällen kannte ich bereits. Hier Schwarzer Peter zum Beispiel. Ist ja eine bekannte Sherlock Holmes Geschichte. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Und wenn davon ein zweiter Teil rauskommt, ein nächster, dann werde ich mir auf alle Fälle dieses Spiel holen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Gut, ich drücke jetzt mal auf Escape. Wir werden...
Ohoho. Gut, kommen wir nur ins Hauptmenü. Obwohl, wir hätten ja in der Baker Street... Konnten ja über die Map zu Baker Street. Was ist denn, wenn wir jetzt auf Fortfahren drücken? Nur rein von der Theorie her. Würde mich das mal interessieren. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Unsinn. Für alle, die da keine Muße drauf haben, können ja schon mal abschalten. Aber wir machen jetzt noch etwas Unsinn. Wenn wir jetzt... Mist! Ich hatte gehofft, dass ich jetzt nochmal aufstehen kann. Ich würde zumindest, wäre ich gerne so rum zum Kaminsims gegangen, denn da liegt ja sicherlich noch ein Brief bezüglich des letzten Falles. Aber nun gut. Wie gesagt, demnächst werden noch einige Projekte kommen, auf die ich mich besonders freue. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und was ich besonders hoffe, dass ihr Äffchen genauso viel Spaß an dem Spiel hattet wie ich. Wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt hoffentlich wieder. Oder ihr schaut hoffentlich auch bei den Projekten meiner Mit-Squad-Mitglieder an. Rein. An und rein, klar. Wir sehen uns. Ciao.